Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Diesmal geht es weiter mit unserem neuronalen Netz. Und zwar wollen wir diesmal den Trainingsalgorithmus, der auch Trainingsalgorithmus für Perceptron genannt wird, programmieren. Zumindest ein Teil davon. Und zunächst mal ein kleiner Nachtrag von letztem Mal. Ich habe hier was vergessen, und zwar gibt es noch zusätzlich zu diesen Gewichten einen sogenannten Bias. Das ist einfach nur ein Wert, der am Schluss auf jeden Fall draufgerechnet wird, sozusagen der Basiswert von unserem Neuron, das da immer dazu kommt. Der kann natürlich positiv, negativ sein, wie wir wollen. So. Und jetzt geht's schon weiter. Also ich habe das hier einfach mal eingefügt. Jetzt geht's schon weiter. Wir wollen unser Neuron trainieren. Und dazu machen wir Folgendes. Wir weisen natürlich unserem Gewicht erstmal was zu, damit wir überhaupt drauf zugreifen können. Und sagen, ja gut, was machen wir? Ähm, Wir wollen hier als allererstes sagen, okay, wir haben für uns sind 100 Gewichte in jedem Fall ausreichend. So, jetzt haben wir ähm, 100 Gewichte immer zur Verfügung. Gut. Und mit diesen 100 Gewichten können wir endlich mal arbeiten, weil davor war das Ding noch nicht initialisiert und es hätte einen Fehler gegeben, wenn wir darauf zugegriffen hätten. New Double, ja genau, passt. Ich habe es ja sogar aus Doublen gemacht, nicht mal aus Integern. Gut. Alles klar. So, und trainieren tun wir das Ding jetzt anhand von gewissen Trainingsdaten. Das heißt, wir kriegen unsere Ergebnisse, so wie es sein soll. Also Public, ja, das ist eigentlich eine Void, weil wir ja unsere Gewichte anpassen. Ah nee, halt, es ist keine Void. Es ist ein Double. Ähm, ja, eigentlich ist es eine Void. Wir passen ja nur unsere Gewichte an. Ähm, Public Void, Train und, nein, nicht Zug, sondern trainieren. Und jetzt kriegen wir hier einen ähm, Double Input, also wieder natürlich ein Array. Und wir kriegen die Lösung, die wir haben wollen, die ja bekanntlich ein Integer ist. Ja, hier unten, also durch die Fire-Methode würden wir uns ein Integer kriegen und hier kriegen wir dann halt ähm, ja, unseren also Integer ähm, Result. So, okay. So, was machen wir jetzt? Wir machen folgendes. Ähm, Wir rechnen uns für jedes Mal, wo wir hier einen Input kriegen, also für jeden Input-Vektor, wir rechnen einfach mal, was hier rauskommt durch die Fire-Methode. Wir schicken das an niemanden weiter oder sonst irgendwas, sondern berechnen es einfach nur für uns. Und das machen wir mit einem Integer Array ähm, Step, nenne ich das mal, weil es ja nur ein Schritt ist. Wir wollen das ja wiederholen, aber das wisst ihr noch nicht. Haha. Also, ein Step ist gleich. Achso, warte mal, das ist ja gar kein Array. Das ist nur ein einzelner Integer. Ähm, in Step gleich Fire ups, von Input. So. Und was wir jetzt hier kriegen, ist quasi, was unser Input-Vektor hier rauskriegen würde. Jetzt haben wir hier aber gegeben, was sein sollte. So, wenn jetzt wir hier, wenn der Step, den wir gekriegt haben, gleich unserem Result ist, dann sind wir fertig. Dann können wir hier rauskommen. Ansonsten müssen wir unsere Gewichtsvektoren anpassen. Und dazu gibt es ein Alpha. Ein Double Alpha. Warum das Ding Alpha heißt, weiß ich nicht so genau. Und den setzt man meistens so irgendwie so bei 0,001 an oder 0,01. Passt, glaube ich, so erstmal. Und jetzt tut man hier folgendes. Man setzt alle Gewichtsvektoren, auch die, die man überhaupt nicht benutzt hat, ähm, i kleiner Gewicht Punkt Length. Und jetzt tut man sagen, das neue Gewicht, also Gewicht an der Stelle i, ist das alte Gewicht an der Stelle i plus, ups, nicht plus plus, sondern plus Alpha
damit wir nicht allzu groß iterieren, weil wir sonst halt, es kann passieren, dass wir sonst viel zu weit auseinander sind, ähm, mal xj, also xj ist dann unser Eingabedingens, unser Eingabevektor von hier oben, unser Input-Vektor, also mal Input an der Stelle i und dann nochmal mal die Differenz zwischen unserem Step und unserem Result. Also erstmal das, was beim Training rauskommen sollte, also was rauskommen sollte, Result, minus dem, was rausgekommen ist, also unserem Step. So, und jetzt ruft man das Ganze einfach nochmal auf. Wir könnten es natürlich auch einfach über eine Vorschleife wieder laufen lassen oder eine While-Schleife. Ich habe mich für die rekursive Version entschieden, indem wir einfach Train aufrufen mit Input und Result. So, und jetzt wird derselbe Vektor einfach nochmal hier abgeglichen und ja, wenn der gleich dem Result ist, dann hören wir auf zu trainieren und ansonsten machen wir das Ganze eben hier nochmal. Und das kann dann natürlich passieren, dass wir ja, dass wir haufenweise oder sehr, sehr lange trainieren, vielleicht auch ein bisschen übertrainieren oder zu arg trainieren. Deswegen macht man hier meistens nicht wirklich if step gleich result, sondern man nimmt so einen kleinen Fehler nimmt man in Kauf. Also wenn der Step minus dem Result kleiner als, ja, in unserem Fall würde ich sagen 0,1 ist, weil wir rechnen ja hier auch mit Doubles, also da kann auch mal eine Ungenauigkeit bei rauskommen. Dann hören wir auf zu rechnen, dann sind wir genau genug und unser Neuron ist okay. Das hier kann sich natürlich ändern, weil also wir haben ja meistens nicht nur ein Trainingssample, sondern wir haben mehrere hundert von mir aus und die gleichen dann immer unsere Gewichtsvektoren an und dann kann es mal passieren, dass das eine Sample sagt, okay, ich will, dass das Gewicht 1 höher ist und das andere Sample sagt, ich will aber, dass das Gewicht 2 höher ist und das Gewicht 1 niedriger und die widersprechen sich alle so ein bisschen und dann kann es mal passieren, dass hier entweder das Ganze in der Endlosschleife endet, also einfach nie aufhört, oder es kann mal sein, ja, dass das Ganze overfitted wird und nachher unsere Trainingsvektoren perfekt ausgerechnet werden, aber wenn wir dann echte Daten reinpacken, dann werden die absolut falsch klassifiziert, beziehungsweise es kommt gar nichts raus, weil wir zu genau geworden sind. Das heißt, wir feuern hier nur noch genau bei den Input-Samples. Interessiert uns jetzt erstmal nicht, das sollte erstmal genügen. Das ist eigentlich der Trainingsalgorithmus für ein einzelnes Neuron. Problem, was wir jetzt hier natürlich noch haben, ähm, ist, wir brauchen immer diese Lösungsvektoren und in unserem Netz bräuchten wir dann natürlich für jedes Neuron das, was rauskommen sollte. Das ist halt ein bisschen doof. Muss man aber leider in Kauf nehmen, wenn man damit arbeiten möchte. Ja, das ganze Ding nennt sich ja auch Perzeptronenalgorithmus, habe ich glaube ich schon gesagt. Als Formel aufgeschrieben, soll ich euch das auch vielleicht noch zeigen. Sieht das Ganze so aus. Ich glaube, ihr erkennt ja, meine Mathe-Sammlung hier oder meine Formel-Dinger wieder. So, unser Output O berechnet sich durch die Summe aus i gleich 1. Also das i ist jetzt tatsächlich das i von hier. Und also eins von diesen i's. Ich habe mir mehrere genommen. In unserem Fall bis 100, weil wir ja 100 Gewichtsvektoren haben. Beziehungsweise, ja, wenn halt was nicht definiert ist, ist es 0, wie gesagt. Und dann haben wir hier eben, da brauche ich jetzt die da, Gewichtsvektor an der Stelle i mal, ups, das war das Falsche. Das hier brauchen wir. Also Gewichtsvektor an der Stelle i mal dem Input an der Stelle i, das nennen wir einfach mal x, plus dem Bias, nennen wir das Ganze einfach mal b. Und jetzt haben wir hier gemerkt, wir gleichen den Bias gar nicht an. Naja, was passiert, wenn der Bias total mies ist? Wir könnten auch einfach den angleichen, aber das tut man irgendwie einfach nicht, weil der Bias halt schon von vornherein cool sein muss. Kann man aber auch machen. Normalerweise wird es aber nicht gemacht, deswegen habe ich es jetzt auch mal nicht gemacht. So, das ist quasi, wie wir das ausrechnen hier einfach, also unser Fire-Algorithmus hier unten. Und jetzt unser Trainingsalgorithmus sagt folgendes,
der sagt einfach WI gleich, doch nicht da unten, oben. WI gleich, nein, schon wieder die falsche, tut mir leid. WI plus Alpha, Alpha, ja, nein, 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 auch nicht. Egal, das ist ein Alpha. Beziehungsweise irgendein anderer griechischer Buchstabe ist auch okay. Mal XJ, XI, mal, also wir sind gerade hier, Alpha mal XI ist der Input und dann hier die Differenz zwischen dem Result und dem Step, das ist einfach hier ähm, T minus O, also Result ist jetzt, ups, das sollte nicht nur sein, das sollte ein O sein. T ist jetzt einfach das, was bei den Trainingsdaten als Result angegeben wurde, das hier, und O ist das hier. So, und so berechnet sich dann eben die neuen Gewichtsvektoren. So kann man das dann einfach weiterhin angleichen. Da kann man von mir aus auch mal 50 Schritte drüber laufen lassen und dann halt mal gucken, wie gut es ist. Man kann natürlich auch hier einfach schreiben, noch eine zusätzliche Variable Input reinpacken, die dann, keine Ahnung, eine Tiefe für die Rekursion hier unten angibt und die erhöht man dann hier unten immer um 1 und wenn die Rekursion höher als 10 ist, dann hört man auch auf. Wie gesagt, da gibt es haufenweise Möglichkeiten. Man kann das ziemlich gut an seine Bedürfnisse anpassen. Aber das Grundlegende habe ich euch jetzt mal gezeigt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder sonst noch irgendwelche Videowünsche, dann schreibt es mir in die Kommentare. Abos sind cool, Daumen hoch natürlich auch und Kommentare so oder so. PNs könnt ihr mir auch gerne schicken. Alles klar, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.